So Kriya Yoga is a simple method. The initial stages of Kriya Yoga comprise three basic factors. The first is tapa, which is self-directed discipline. Also Kriya Yoga fußt oder beinhaltet und arbeitet mit drei grundsätzlichen Strömungen oder Elementen. Dankeschön. Das eine ist Tapa und das ist der Sinn vom Selbst, die Hinsicht auf das Selbst. The second is Swadhyay, means self-study, studying one's own mind and cleaning the mind, cleansing the mind. Swadhyay, to get to the consciousness. Das zweite Element ist das des Swadhyay. In diesem Element untersuchen wir und studieren den eigenen Geist, um seine Natur eben auf den Grund der Dinge zu gelangen. And the third factor of Kriya Yoga is Ishwar Pranidhana, which means total surrender. I waited because I thought you might want to say that word and then I would carry on. I would love it. You want to say repeat it? Okay. So the third is Ishwar Pranidhan, means total surrender to God and His servant. That is the master who is giving you the experience. If there is no total surrender, then the experience will be less or more, depending upon how relaxed or how receptive you are to my transmission. Ishwar Pranidhan, total surrender to God and Guru. Also Ishwar Pranidhan, auch ein neues Wort, ist eben, damit ist gemeint im dritten Element die vollkommene Hingabe an Gott und an seinen Diener, den Guru, der euch die Erfahrung Gottes vermittelt. Und je nachdem, wie eure Hingabe ist, dergestalt ist auch die Erfahrung, die ihr in der Praxis mit dem Lehrer habt. So, in order to get success in Kriya Yoga, your life should be well tuned and the strings of discipline tightened like you tighten a guitar or a banjo. Because you have to discipline. The tightening is the discipline, otherwise the banjo or the sitar will produce no music. Also um jetzt in den Kriya Yoga oder um mit der Praxis des Kriya Yoga Erfolg zu haben, muss man die Saiten der Disziplin in seinem Leben spannen, wie bei einem Instrument, bei einer Gitarre oder einer Sitar. Da müssen ja auch die Saiten richtig und angemessen gespannt sein, weil sonst kommt überhaupt kein Ton raus. Und genauso ist es im Yoga. By this I mean the regular practice of this simple science of breathing. And why should we regularly practice? Because we love God. For God's sakes, practice every day. Und warum? Ich habe den Faden verloren. Und warum praktizieren wir? Wir machen das. Oder was beinhaltet die Disziplin? Die Disziplin beinhaltet die tägliche Praxis des einfachen Atmens, der Atemtechnik, die wir nachher noch kennenlernen oder morgen. Und warum praktizieren wir? Wir praktizieren aus Liebe zu Gott, aus Hingabe an Gott, um seines Namens willen. And the second one, which is Swadhyay, self-study. In order to study or to realize yourself, you have to pass through various layers of mind. Und um überhaupt euren Geist zu studieren, um ihn besser kennenzulernen, müsst ihr durch verschiedene Schichten eures Geistes erst einmal hindurchdringen. And as you practice the scientific breathing process day by day, some days you will feel happy, some days you will feel sad, some days you will feel like crying, but these are all the different emotions which you are purifying till you get to the state where you are constantly in a state of bliss. Und wenn ihr dann täglich die Praxis des Kriya Yoga, also die Atempraxis, übt, dann werdet ihr verschiedene emotionale Zustände durchlaufen. An einem Tag fühlt ihr euch vielleicht glücklich, an dem anderen fühlt ihr euch, als ob ihr weinen wolltet oder auch anders. Aber das sind verschiedene Zustände, die ihr durchlauft, um zum Schluss zu einem Zustand des andauernden
der andauernden Glückseligkeit zu gelangen. Kriya Yoga is an inner ascent through ever more expanded and ever more rarer states of mind to get to the divine consciousness which lies at the core of your own being. Kriya Yoga is an inner journey through ever more rare and ever more expanded states of mind and purified states of mind to get to the divine consciousness, the goddess essence, which lies at the core of one's own being. Also Kriya Yoga ist die Reise und der innere Aufstieg, um zu feineren Ebenen des Geistes zu gelangen, um zu einer größeren Ausdehnung des Geistes zu gelangen und dadurch zum Wesen Gottes zu kommen, das oder der in dem Grunde eures eigenen Seins und Wesens liegt. And then we get to the third stage of Kriya Yoga, which is called Ishwar Pranidhan. Unless you surrender, unless you offer the lotus of your heart to the divine Babaji, how can he respond? You must feel the perfume of your devotion. Total surrender to God and Guru. Und dann kommen wir zu der dritten Ebene, Ishvara Pranidhan, weil da ist die vollkommene Hingabe an das Göttliche, an den Lehrer gefragt. Denn wenn ihr euch nicht dem oder dem Göttlichen voll öffnet und in Hingabe öffnet, wie kann der Lehrer dann antworten? Wie kann Babaji antworten? By total surrender does not mean that you, the drop, loses its identity in the ocean of Babaji's consciousness. It does not mean that. It means that you partake of his vaster consciousness. You become expanded, but you do not lose your identity. Und mit Hingabe ist jetzt nicht gemeint, dass ihr als Tropfen im Ozean eure eigene Identität verlieren würdet. Das ist also nicht gemeint, sondern mit Hingabe ist gemeint, dass ihr euch dem größeren Bewusstsein, der größeren Einheit des Ozeans öffnet und dessen Gesamtbewusstsein erfahrt. If you are a doll made of salt or salts, and I tell you, jump into the ocean, you'll say, no, I don't want to jump into the ocean because I will lose my identity in the ocean. Also wenn ihr jetzt eine Salzpuppe wärt und Gurunat würde euch bitten, springt doch mal in den Ozean, dann würdet ihr vielleicht sagen, nein, da möchte ich nicht reinspringen, da löse ich mich ja auf, da verliere ich meine Identität. But what I want to explain to you tonight is that you do not lose your identity in the ocean. You expand your identity and become the ocean. Und was er euch heute Abend erklären und einführen möchte, ist, dass ihr nicht eure Identität verliert und davor auch keine Angst haben müsst, sondern dass ihr eure Identität ausweitet in den Zustand, dass ihr eins seid mit dem Ozean. This is one of the greatest fears. Das ist eben eine der größten Ängste, which is embedded in the minds of humanity of today. Die eingebettet ist im heutigen Geist der Menschheit. It is called the identity crisis. Das nennt man auch Identitätskrise. And I am here to dissolve this identity crisis by giving you the practice and science of Kriya Yoga. Und er möchte diese Identitätskrise auflösen, dadurch, dass er euch die wissenschaftliche Praxis des Kriya Yoga vermittelt. Because naturally when you jump into the ocean of God's love, even if it is God, you'll say, oh my God, my small God, my children, my car, my house, my family, my friends, I'm going to lose them all. Because I'm going to jump into the infinite ocean of consciousness. But this is not the case. You only love them more. Your house expands more, your family expands more. Your understanding, Verstand, expands more to knowledge. That is the true Ved. It is the true getting in the consciousness of your own true being. Und
wenn ihr jetzt so denkt, naja, ihr springt in das ozeangleiche Bewusstsein Gottes, dann habt ihr Angst, mein Gott, ich verliere vielleicht mich selbst, meinen kleinen Gott, an den ich glaube, meine Familie, mein Haus, meine Existenz. Aber so ist es ja gar nicht, sondern wenn ihr in Gottes Ozean aufgeht, in der Liebe wirklich dort eintaucht, dann vermehrt oder verstärkt ihr noch, dann liebt ihr das, was euch umgibt. Das heißt, euer Haus dehnt sich aus, also expands, also eure Umstände verbessern sich. Ja? Eurer Familie geht es besser, weil ihr einfach erfüllter seid. So when I give you a transmission, when I give you the experience, let go. Open your hearts and let go. Also wenn er euch eine Übertragung gibt, dann entspannt euch einfach. Lasst eure Gedanken los und empfangt.